Fangen wir also von vorne an. Als das Treffen stattfand, war die ganze Welt in Anspannung. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hat schon jahrelang angedauert. Und alle Welt blickte nach Washington in der Hoffnung, dass dieser Krieg bald ein Ende hat. Die USA ist bei diesem Krieg der größte Unterstützer der Ukraine. Weiterhin sollte es jetzt in Washington zu einem Mineralienabkommen zwischen der Ukraine und den USA kommen. Daher ist Zelensky nach Washington gereist. Dieses Mineralienabkommen sollte den Wiederaufbau der Ukraine finanzieren. Weiterhin sollte die USA maßgeblich, entscheidend davon profitieren. Allerdings gab es schon vorher, im Vorhinein, keine Klarheit bei den Bedingungen des Mineralienabkommens, so dass die USA und die Ukraine unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Abkommens hatten. Das ist die Vorgeschichte zu dem Vorfall. Abonniere den Kanal und lass ein Like da. Am 28. Februar 2025 war es endlich soweit. Zelensky traf sich mit Donald Trump im Weißen Haus. Eine große Gruppe an Journalisten war ebenfalls anwesend im Raum und hat diesen Vorfall gefilmt. Es war geplant, dass das Mineralienabkommen besprochen wird und eine tiefere Zusammenarbeit bei der Thematik Sicherheit angestoßen wird und am Ende der Vertrag für das Mineralienabkommen geschlossen wird. Das war der Plan. Zu Beginn fing das Gespräch ganz normal an. Es war nicht das beste Gespräch, aber es war auch nicht besonders auffällig. Aber nach einer bestimmten Zeit fing das Gespräch an zu eskalieren. J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, und Donald Trump bildeten eine Partei und Zelensky bildete die andere Partei. Donald Trump wurde unterstützt von seinem Vizepräsidenten und machte dem Zelensky immer wieder klar, dass er mit seiner Position nicht einverstanden war. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're gonna feel. Gleichzeitig redete Zelensky immer wieder dazwischen. We're gonna feel very good. Feel influence. We're gonna feel very good and very strong. You will feel influence. So dass der Donald Trump noch wütender wurde, was die Eskalationsspirale weiter vorantrieb. J.D. Vance warf dem Zelensky Undankbarkeit vor. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? Du möchtest Deutsch mit einem Privatlehrer lernen? Ich bin Deutschlehrer mit über 1000 Stunden Erfahrung. Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Klick auf den Link und sichere dir $10 Bonus. Weiter geht's. Während Zelensky diese Vorwürfe ablehnte. Keine Partei hat die andere aussprechen lassen. So konnte Donald Trump nie zu Ende sprechen, aber auch Zelensky hatte keine großen Möglichkeiten, um sich auszusprechen. Die Atmosphäre im Raum verschlechterte sich von Minute zur Minute. Und anstatt über das Mineralienabkommen zu sprechen, überlagerten sich gegenseitige Vorwürfe und Unterbrechungen. Und das vor laufender Kamera, während die ganze Welt am Zuschauen war. Letzten Endes kam es zu keinem Mineralienabkommen und Zelensky musste das Weiße Haus verlassen. Schreib mir in die Kommentare, ob du der Meinung bist, dass Zelensky alles richtig gemacht hat oder ob Donald Trump alles richtig gemacht hat. Ich würde gerne wissen, was du dazu sagst. Nachdem Zelensky das Weiße Haus verlassen hat, gab es international große Reaktionen auf diesen Eklat, auf dieses Ereignis. Die ganze Welt war empört über das, was im Weißen Haus passiert ist. Die eine Seite fand, dass Donald Trump übertrieben hat
mit seinen Äußerungen, mit seiner Rhetorik. Und die andere Seite fand, dass der Zelensky zu oft einfach dazwischen geredet hat und sich nicht angemessen verhalten hat. Ganz Europa hat nach dem Vorfall angefangen, seine ganze Sicherheitspolitik zu überdenken und neu zu planen. So zweifelt Europa jetzt daran, ob die USA ein verlässlicher Partner für Europa sein kann, da die Ukraine vorher auch ein enger Partner der USA war und nun die Diplomatie ganz schnell ein Ende gefunden hat. Nach wenigen Tagen hat die USA Nägel mit Köpfen gemacht. Das heißt, sie haben ihren Worten tatsächlich Taten folgen lassen. Sie haben die Militärunterstützung vorerst gestoppt. Das muss nicht dauerhaft sein, aber sie haben es erst einmal gestoppt und liefern erst einmal keine weiteren Waffen an die Ukraine, bis sie den Bedingungen der USA zustimmt. Dann werden die Karten natürlich neu gemischt. Was ist die Lehre aus der Geschichte? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass selbst hohe diplomatische Treffen eskalieren können in einer angespannten Welt, so dass das eigentlich geplante Mineralienabkommen nicht unterzeichnet wurde. Weiterhin hat die USA seine militärische Unterstützung vorerst gestoppt. Schreib mir in die Kommentare, was deine Meinung zu diesem Thema ist. Bist du auf der Seite von Zelensky oder sagst du, beide Parteien haben nicht richtig gehandelt?